Mein Name ist Katja Knecht. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeitende am Institut für nachhaltigen Städtebau an der TU Braunschweig. Ich arbeite in der menschzentrierten, partizipativen Forschung. Mein aktuelles Forschungsprojekt nennt sich Nice Way, schönere Schulwege, partizipatives Schulwegedesign, das ich im Rahmen des Leibniz Wissenschaftscampus Postdigitale Partizipation durchführe. Im Rahmen des Projekts arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Das heißt, ich entwickle Formate, die den Kindern und Jugendlichen zum einen die Stadtplanung näher bringen sollen, zum anderen möchten wir herausfinden, wie Kinder und Jugendliche ihre Schulwege wahrnehmen und wie sie auch den Stadtraum wahrnehmen. Vor dem GEDI-MINT-Projekt habe ich Geschlechterdimensionen zwar berichtet, wie es eben gängige Praxis ist in meinem Forschungsbereich, allerdings habe ich sie weniger als Gegenstand meiner Forschung betrachtet. Also das heißt, ich habe weniger konkret untersucht, welche Unterschiede in der Wahrnehmung es beispielsweise zwischen Männern und Frauen, Jungen und Mädchen gibt und geben kann. Im Rahmen des GEDIMINT-Projekts habe ich gelernt, welche Möglichkeiten es gibt, Geschlechter- und Vielfältigkeitsdimensionen in der Gestaltung von partizipativen Formaten, aber auch insbesondere Anwendungen der virtuellen Realität zu berücksichtigen. Das betrifft nicht nur die geschlechtersensible Gestaltung von VR-Anwendungen, sondern auch das kulturell relevante Design solcher immersiven Lernumgebungen. Die Idee zum Forschungsimpuls entstand im Anschluss an den Workshop, den ich besucht hatte zum GEDIMINT-Projekt. Ich hatte überlegt, wie ich Geschlechterdimensionen dann eben wirklich konkret in meiner Forschung stärker fokussieren kann. Und da ich mich mit VR in der schulischen Bildung auseinandersetze, eben auch gerade dann konkret virtuelle Anwendungen, eine immersive Anwendung gestalten wollte, wie ich das wirklich dann auch geschlechtersensibel machen kann. Tatsächlich ist es so, dass man in meinem Forschungsbereich, ich arbeite in der menschzentrierten Forschung, führe sehr viele Nutzendenstudien durch und man fragt dort automatisch demografische Informationen ab, berichtet die auch in den Publikationen. Aber was man eben nicht so häufig macht, ist, dass man das Geschlecht oder auch andere Diversitätsdimensionen dann in der Analyse als Forschungsgegenstand verwendet. Aus dem Projekt habe ich die Erkenntnis rausgezogen, dass es wichtig ist, dass man sich eben frühzeitig Gedanken macht, wie man Vielfältigkeitsdimensionen in die eigene Forschung einbindet. Es ist wichtig, dass man Geschlechts- und Vielfältigkeitsdimensionen von Anfang an mitdenkt. Das heißt, auch im Studiendesign berücksichtigt. In der menschzentrierten Forschung bedeutet es auch, dass man neben dem eigentlichen Forschungsgegenstand, das kann in meinem Fall zum Beispiel sein, wie Menschen den Stadtraum wahrnehmen, dass man eben auch noch einen zweiten Forschungsfokus darauf hat, ob es Unterschiede zwischen verschiedenen Personen gibt, also zwischen Männern und Frauen oder Menschen verschiedenen Alters, Kindern und Erwachsenen. Das erlaubt es dann auch, ganz neue Erkenntnisse zu sammeln, also die so in der Forschung noch nicht existieren, weil tatsächlich dieses Thema, dass man Menschen in ihrer Diversität betrachtet, erst so in den letzten Jahren an Schwung aufgenommen hat, würde ich sagen. Das heißt, in unserem Forschungsgebiet gibt es tatsächlich noch nicht so viele Erkenntnisse dazu, wie unterschiedliche Menschen den Stadtraum wahrnehmen, welche Unterschiede existieren. Aus der Betrachtung von Vielfältigkeitsdimensionen ergeben sich neue Perspektiven für unser Forschungsfeld, also die nachhaltige Stadtplanung. Dadurch, dass wir viel diverser auf die Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen eingehen können. Das ist sehr wichtig in der Stadtplanung und auch Stadtgestaltung, damit jede Person, jeder Mensch gleichwertig an der Stadtgesellschaft teilnehmen kann. Im Projekt führen wir eine Scoping Review durch. Wir möchten herausfinden, wie der aktuelle Stand der Forschung ist
dahingehend, wie verschiedene Diversitätsdimensionen das immersive Lernen im schulischen Kontext beeinflussen kann und welche Best Practices es schon gibt, um geschlechtssensiblere VR-Anwendungen in diesem Bereich zu gestalten. Das Projekt führe ich in Zusammenarbeit mit meiner Kollegin Julie Wang Lonsdale vom Institut für Erziehungswissenschaften durch. Wir haben zwar leicht fachlich unterschiedliche Perspektiven, aber inhaltlich fokussieren wir beide die Anwendung oder den Einsatz von virtueller Realität in Lernanwendungen. Aus der Kooperation konnte ich auf jeden Fall einen Mehrwert ziehen. So betrachten wir in der Architektur- und Stadtplanung sehr stark die Ergebnisse, auch Designaspekte. Methoden, Tools und so weiter sind tatsächlich meistens Mittel zum Zweck. Das heißt, die didaktische Gestaltung oder welchen Lernerfolg unsere Interventionen haben wir jetzt in der Vergangenheit beispielsweise noch gar nicht betrachtet. Das habe ich für mich jetzt durch die Kooperation mit Julie aus den Erziehungswissenschaften mitgenommen, dass es diesen zusätzlichen Blickwinkel noch gibt, den wir tatsächlich gar nicht betrachten, der aber einen Mehrwert bieten würde für unsere Forschung. Mit dem Blick auf die eigene Forschung heißt das, dass es noch weitere Betrachtungsebenen gibt, die wir berücksichtigen können und sollten tatsächlich in Zukunft. Das heißt, der eigene Fokus verändert sich dadurch natürlich auch, dadurch, dass man eben verstärkt selber wahrnimmt, was noch fehlt. Tatsächlich fügt sich die Untersuchung, die ich im Rahmen des Gediment-Forschungsimpulses durchgeführt habe, sehr gut in mein laufendes Forschungsprojekt ein zum Thema schönere Schulwege. Dort entwickeln wir Formate für Kinder und Jugendliche, die ihnen die Stadtplanung näher bringen sollen. Und gleichzeitig wollen wir auch Erkenntnisse darüber sammeln, wie Kinder und Jugendliche den Stadtraum und insbesondere eben ihre Schulwege wahrnehmen. In der Folge dieses Projektes sind natürlich Folgeanträge geplant. Das heißt, die Forschungsergebnisse aus dem Gediment-Projekt fließen da direkt dann mit ein. Unsere Erwartung an das Projekt war, dass wir eben einen Überblick bekommen darüber, wie der aktuelle Stand der Forschung in dem Gebiet ist, also dass wir Hinweise und Erkenntnisse darüber bekommen, wie Geschlechter und andere Vielfältigkeitsdimensionen das schulische Lernen mit VR-Anwendungen beeinflussen und welche Möglichkeiten es gibt, da geschlechtssensibler Anwendungen zu entwickeln. Diese Erwartung hat sich auch erfüllt. Durch die Scoping Review haben wir einen sehr guten Überblick über das Feld bekommen, wissen auch, wo noch Forschungslücken jetzt existieren, die man dann selbst oder eben andere KollegInnen in der Zukunft angehen können und sind eigentlich sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ich kann es eigentlich nur jeder Person empfehlen, da ein Projekt anzugehen, weil es ist wirklich super gewinnbringend, also für die Forschung. Wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, wie Vielfältigkeitsdimensionen, welche Relevanz die haben in der eigenen Forschung, finde ich diesen Forschungsimpuls wirklich eine super Möglichkeit, darüber anzufangen, darüber nachzudenken. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum man es nicht machen sollte.